The Pure Vessel Fight, beziehungsweise der Kampf gegen das reine Gefäß, ist meiner Meinung nach einer der schwersten Fights überhaupt im Spiel und ist der Endboss im Pantheon 4. Und hier werde ich euch zeigen, wie ihr diesen Kampf leichter bzw. besser bestreiten könnt. Und zwar geht es als erstes in die Charms. 5 Charms könnt ihr hier sehen, und zwar einmal Nail Master's Glory, Unbreakable Strength, Quick Slash, Defender's Crest und Sharp Shadow. Nail Master's Glory dient dazu, die Angriffe schneller aufzuladen und somit schneller aufgeladene Griffe auch loslassen zu können. Das heißt, wenn ihr nur wenig Zeit habt, um dem Gegner Schaden zuzufügen, weil er sonst die nächste Attacke macht. Die Unbreakable Strength dient dazu, mehr Schaden in einem Schlag zu haben. Also da wird einfach der Damage hochgezählt. Und dabei ist es wichtig, nicht dieses Fragile Strength zu haben, sondern Unbreakable, weil ihr wahrscheinlich den Fight nicht beim ersten Mal gewinnen werdet. Quick Slash, um hintereinander schneller Angriffe machen zu können. Defender's Crest ist so eine Gusto-Sache, da ist ja um den Hollow Knight eben herum, beziehungsweise dem kleinen Ritter herum, eine Dungwolke, mit der ihr kleinere Gegner sofort töten könnt. Das hilft euch bei einigen Bossen im Pantheon. Und auch dann letztendlich bei der Pure Vessel, weil ihr einfach, wenn ihr daneben steht, einfach auch ein wenig Schaden macht. Und es reduziert ein wenig den Dash-Timer. Und Sharp Shadow als letztes, weil ihr sehr viel dashen werdet in dem Fight und dadurch ist es einfach von Vorteil, dabei auch Schaden zu machen und somit den Fight ein bisschen zu verkürzen, beziehungsweise durch einfach mehr Schaden. Das zu den Charms. Also lasst uns jetzt in den Fight reinspringen und schauen, wie der aufgebaut ist und was ihr letztendlich beachten müsst, um den Fight zu gewinnen. Der Kampf gegen die Pure Vessel bzw. das reine Gefäß besteht aus 3 Phasen. In einer ersten Phase, wo die grundlegenden Kampftechniken gezeigt werden, ein Stoß nach vorne, eine Schwertkombination, Blocken. Diesen Sachen sollte man immer damit begegnen und hier diesen Stacheln aus dem Boden, diesen Sachen sollte man immer begegnen, indem man durchdodgt, ja, mit dem Sharp Shadow Schaden zufügt, nebenbei seine Angriffe auflädt und die dann loslässt, weil ihr habt danach immer ein kurzes Zeitfenster, wo ihr zurückdashen könnt zur Pure Vessel und Schaden machen könnt, wie ihr hier sehen könnt. Das sind die einzigen Sachen, aber das ist die erste Phase. In der zweiten Phase hier könnt ihr sehen, dass die Pure Vessel eben diese Kreise oder diese Auren um sich erzeugt, die dann explodieren. Dort müsst ihr entsprechend ausweichen und es kommt immer eine große und dann 3 kleine. Das könnt ihr entweder zum Recovern benutzen oder auch zum Randashen, um dann entsprechend Schaden zu machen. So, die dritte Phase kommt gleich. In dieser Phase geht es darum, dass die Pure Vessel hier die Tentakel, schwarze Tentakel, nach vorne stößt. Dort müsst ihr nach oben ausweichen mit dem Fliegen und dann könnt ihr auch immer da entsprechend zuschlagen. Habt ihr das dann gemacht, wird die Pure Vessel dann irgendwann gelegt sein. Und ihr habt den Fight geschafft. Und wenn euch dieser Guide geholfen hat, meine kleinen Ritter, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und schaut euch auch gerne hier eingeblendet einmal das Geofarming bzw. auch das Secret von Zoti an und wo es zu finden ist in Gatto. Also, bis demnächst und frohes Fighten.